Hallo, ich bin Michael. Und ich bin Sven. Wir heißen euch in unserer Gründerzeit Villa Charlotte herzlich willkommen. Ihr begebt euch auf eine Zeitreise ins Jahr 1900 und ich schlage vor, ihr folgt uns einfach. Wir haben ja gezielt nach einer Villa gesucht über entsprechende Portale und da warb man mit, eine ältere Dame sucht einen jungen Liebhaber und die beiden jungen Liebhaber waren wir. Ja, wir sind jetzt bei uns im Flur zum Eingangsbereich zu unserem 19. Jahrhundert. Das Besondere an unserem Eingangsbereich ist, dass wir hier noch das Understatement pflegen. Wir sind hier noch nicht ganz fertig. Wir sind genau 6 Jahre jetzt dabei, die Villa umzubauen. Hier im Flur fehlt noch ein wenig Tapete, ein wenig Farbe. Dafür haben wir hier Originalfliesen, die wir unter mehreren Schichten Laminat, Teppichboden wiedergefunden haben. Insgesamt sieht man auch schon hier im Flur, dass wir nur Originale aus der Gründerzeit haben. Das heißt alles so um 1880. Das ist unsere Sammelleidenschaft. Unser Haus sah vor 6 Jahren aus wie eine Pension aus den 80er, 90er Jahren. Also Raufasertapete, Plastikstuck an den Decken, weil der Stuck leider in den 60er Jahren rausgeschlagen worden ist. Jetzt haben wir wieder wunderschönen Gipsstuck, den ich in Teilen für einige Räume auch selber gegossen habe. Wir richten die Räume nach dem ein, wie sie ursprünglich geplant waren. Ich sage immer, wir machen das, aber das macht dann zu 90% Sven. Also insofern ist das wie in jeder anderen guten Ehe, der andere macht es. Ja, hier koche ich, backe ich nach alten Rezepten, die ich von meiner Großmutter gelernt habe. Ich durfte immer zugucken, aufgeschrieben hatte sie nichts. Sven hat den Stuck selbst gegossen, angebracht und dann entsprechend bemalt. Stuckgießen, mein erster hier in der Küche. Eigentlich wollten wir hier keinen Stuck haben, weil man hatte keinen Stuck in der Küche. Allerdings ist dieser Stuck oder die Form davon mit einem Vermerk versehen, dass es für Hamburg am Sühlberg eine Restaurierung war. Und da haben wir gesagt, was in Hamburg in der teuersten Wohngegend gut genug ist, kann bei uns in die Küche. Das Besondere ist, dieser Schrank ist ein Apothekerschrank, der aus Charlottenburg, aus einer Apotheke in Berlin stammt. Und wie ihr seht, verzichten wir trotz der Gründerzeit nicht auf die Moderne. Wir haben auch einen ganz modernen Gasherd. Die Fliesen, die wir verwenden im Hause, sind alle gebraucht. Die hingen schon bei anderen Leuten an der Wand oder auf dem Fußboden. Sozusagen betreiben wir hier Upcycling auf ganz hohem Niveau. Ja, dann kommt einmal mit in unseren Gartensaal. Dieser Gartensaal ist in der Mitte einer gründerzeitlichen Wohnung. Es gehen verschiedene Räume ab, einmal ins Speisezimmer, einmal in den Damensalon und natürlich einmal in die Veranda, in den Wintergarten. Hier seht ihr Deckengemälde, die hat Sven jetzt mal nicht gemalt. Die Originalbilder, die wir hier haben, sind von Charles Torré gemalt worden in Nantes. Der hat auch dort die Oper ausgemalt. Ich habe sie bei einem Kleinanzeigenportal gefunden, auf der Straße liegend. Und wir konnten den Händler dazu überreden, sie aufzurollen und zu uns zu schicken. Ich habe sie dann hier eingepasst. Wir haben wunderschöne Stuckleisten da drum gesetzt, dass die Damen nicht aus dem Rahmen fallen. Der Boden, den wir hier in dem Raum verlegt haben, sind 1x2 Meter Tafelparkettplatten. Wir haben diesen großen Boden in Berlin abgeholt. Vielleicht stammen sie ja aus dem Charlottenburger Schloss und wir wandeln dann im Gartensaal immer über Schlossboden.
Ihr seht hier auch viele Uhren bei uns im Haus. Wir haben ungefähr 200 Regulatoren, Standuhren, ja, und andere Uhren. Es ist unsere große Sammelleidenschaft, Uhren zusammenzutragen, aber auch eben laufen zu lassen. Und so können wir ganz voller Stolz sagen, dass ungefähr 80% unserer Uhren auch laufen. Das bedeutet logistisch, dass die in der Regel einmal die Woche aufgezogen werden müssen. Und das dauert schon eine Stunde, bis alle Uhren dann sozusagen so viel Energie besitzen, dass sie eine Woche durchhalten. Porzellan ist eine unserer großen Sammelleidenschaften und wir haben versucht, auch gemäß der Gründerzeit, viel Nippes zusammenzusammeln. Und das sind halt Porzellanfiguren, das sind Terrinen, aber auch Teller, und die haben teilweise eine besondere Geschichte für uns. Und dann würde ich euch einmal bitten, mir zu folgen in unser Speisezimmer. Da können wir euch dann eine besondere Tasse zeigen. Das ist nämlich diese Tasse. Die stand in Bad Ischl beim Kaiser Franz Josef und seiner Sissi. Und da trank sie dann ihren Kaffee, ihren Haferl draus, wie man in Österreich sagt. Ja, hier seht ihr auch unseren Esstisch, unseren Kulissentisch, der heute für 6 Personen ausgezogen ist. Der könnte theoretisch bis zu 24 Personen ausgezogen werden. Das Besondere an diesem Tisch ist wirklich hier, dass der besonders breit ist, sodass man wie im 19. und 18. Jahrhundert genug Platz hat, um eine Tischdekoration aufzubauen, eine Tafeldekoration. Wir werden häufig gefragt, warum wir eine Ritterrüstung bei uns im Haus haben. Das ist eigentlich ganz einfach zu erklären. In der Gründerzeit sehnten sich die Menschen nach dem Mittelalter, nach Märchen. Und somit war es auch in Mode, sich wie im Schloss oder in einer Burg einzurichten aus der Renaissance. Und da gehörten halt Ritterrüstungen dazu. So viel gab es aber damals auch nicht mehr im Original aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Und so produzierten findige Unternehmer einfach, beginnend ab 1880, diese Ritterrüstung. Ja, wir sind jetzt in unserem Herrenzimmer. Das gehört eben auch zur Gründerzeit, dass die Damen, aber auch die Herren ein eigenes Zimmer hatten. Und im Herrenzimmer haben sich die Herren zu wichtigen Gesprächen, aber auch zum Rauchen, zu Whisky und anderen Spirituosen verabredet. Letztendlich sind wir jetzt im Damensalon. Wie ihr seht, haben die Damen des Hauses schon heute für den Kaffeeklatsch alles vorbereitet. Ein Möbel, das hier auch nicht unbedingt hineinpasst, ist im Grunde genommen kein Möbel, sondern ein Musikautomat von der Firma Polyphon. Und ihr seht das hier. Dieses Gerät ist insofern besonders, als dass es 1900 auf der Pariser Weltausstellung von der Firma Polyphon in Leipzig präsentiert worden ist. Hier sind pro Reihe 5 verschiedene Plättchen. Und ihr habt hier so einen Hebel und da könnt ihr einstellen, welches Lied ihr hören wollt. Und die Entscheidung treffe ich jetzt einfach mal. Wir hören Hänsel und Gretel. Jetzt wird die Platte automatisch angehoben.
Ja, folgen wir einmal dem Flur, folgt uns einmal und ihr seht, dass hier noch ein bisschen Arbeit auf uns wartet. Auch der Flur wird hier noch mit einer Original Le Krusta-Tapete versehen. In der mittleren Etage gehen wir zunächst in unsere Bibliothek. Bücher, die wir hier aufbewahren, sind natürlich Bücher für Porzellan. Wie ihr hier seht, haben wir uns dazu entschlossen, eine Holzdecke einzubauen, mal was anderes, keine Stuckdecke. Und das Besondere an dieser Decke ist, dass wir die aus einer Alstervilla in Hamburg ausbauen durften und hier wieder eingebaut haben. Das hört sich einfacher an, als es ist. Eine lange Geschichte, ich mache sie kurz. Es passte mal wieder gar nichts. Und wir haben es dann geschafft, die anzupassen. Und wenn ich sage Bier, das hatten wir schon, macht das Sven. Das Starnberg-Zimmer hat die Besonderheit, es hat eine wunderschöne Kaminumkleidung, neogotisch 1850 ungefähr entstanden. Diese war in einem Starnberger Villa direkt am See eingebaut. Wir hatten sie beim Kleinanzeigenportal im Hintergrund gesehen. Und weil das nicht gereicht hat, haben wir dann noch eine Woche später die Tapete aus einem Raum abgemacht. Alte Tapeten um 1900, 1800, die kann man wunderbar recyceln, das ist überhaupt keine Schwierigkeit. Man muss sie nass machen, dann ein bisschen warten, abziehen und dann ja, trocknen und dann wieder anbringen. Das sind halt auch dickere Tapeten. Wir werden oft gefragt, ob wir wirklich in den Räumen leben. Und ja, die neue Brennverordnung ist etwas schwierig in Deutschland. Wir haben uns für einen kleinen Italiener entschieden, der uns jetzt noch 27 Jahre in diesem Raum Wärme spendet. Ja, wir kommen jetzt einmal in unsere zweite Etage und hier haben wir die Gästezimmer für unsere Freunde und die haben wir nach den Vornamen unserer Verwandten genannt. Hier sind wir jetzt im Heinrich, das ist der Vorname meines Großvaters. Wie ihr seht, haben wir hier einmal die Balken freigelegt und wir haben einen Himmel entstehen lassen. Dieses Zimmer haben wir nach dem Kriterium eingerichtet, dass ich ja aus Hamburg komme. Und wenn ich halt Sehnsucht bekomme nach meiner Küste, habe ich natürlich oben auf dem Himmel eine Tapete mit Wolken ausgesucht, wo Möwen dazwischen fliegen. Und natürlich habe ich noch aus Frankreich eine Bordüre gefunden, wo Seemöwen drauf sind. Das Bett, was wir hier haben, war mal eine Kirchenbank. Unten auf die Sitzfläche ist Teer drauf getropft und somit war sie als Bank nicht mehr zu gebrauchen. Ich habe dann kurzerhand mit 2 Eppendorfer Schiebetüren ein Bett draus gebaut und man liegt hier sehr schön, sehr hoch. Das ist im altersgerecht, dass man besser aussteigen kann. Häufig fragen unsere Freunde, ob wir auch ein Bad hier haben für sie. Im Schrank ist sozusagen das Bad versteckt. Ja, jetzt zeigen wir euch noch unseren Hinterhof, unseren Lieblingsplatz. Hier haben wir halt viel mit Pflanzen, mit Geranien besonderen Arten dekoriert.
hier sitzen wir gerne dann zum Flammkuchen mit Freunden zusammen und das ist dann immer sehr nett. Leider ist es nicht mehr die richtige Jahreszeit für die Rosenblüte. Die ist jetzt in großen Teilen schon durch. Was mir persönlich da immer wichtig ist, dass wir Rosen haben, die auch duften. Dann haben wir hier, wo natürlich nichts mehr zu sehen ist, eine unserer verzehrbaren Rosen. Eine Damaszener-Rose, die wir gerne, wenn wir englische Tea Time mit unseren Freunden machen, auf die Sandwiches legen. Für uns ist ein Raum nie perfekt und er lebt auch und wir dekorieren um und dann wandern Gegenstände von einem in den anderen Raum. Definitiv haben die Möbel Geschichten, Leben, ja, traurige, lustige. Das ist so, dass wir auch für vielen Möbeln einfach einen Platz geben, weil sie ansonsten einfach verschrottet werden würden. Wir finden es ausgesprochen schön und es geht, glaube ich, auch nichts über Nachhaltigkeit, wenn man in Möbeln wohnt, die schon über 100 Jahre alt sind. Das war die Roomtour durch die Villa Charlotte. Wollt ihr noch mehr spannende Häuser sehen, dann schaut hier oder abonniert den Kanal. Tschüss!